Hallo, ich bin Clemens von Exocad. Heute freuen wir uns ganz besonders darauf, die Highlights von Exoplan 3.1 Rijeka zu präsentieren und die neuen Funktionen und Verbesserungen zu zeigen, die dank euren Wünschen und wertvollen Feedback von unserem Team umgesetzt wurden. Darunter 5 neue Funktionen und 6 herausragende Verbesserungen. Lass dich mitnehmen auf eine Tour durch die Highlights von Exoplan 3.1 Rijeka. Los geht's! Beginnen wir in der Exoplan DB. Eine unserer neuen Hauptfunktionen in Exoplan 3.1 Rijeka ist, dass es jetzt möglich ist, gleichzeitig für Ober- und Unterkiefer zu planen. Für dieses Video laden wir unseren Demo-Fall Patientin Rosa, bei dem die Patientin im Oberkiefer zahnlos ist und im Unterkiefer ein Restzahngebiss aufweist. Wie du sehen kannst, bekommen wir eine 3D-Vorschau der optischen Scandaten jetzt auch während der Fallanlage visualisiert. Auch stehen die DICOM-Daten der Patientin sowie ein DICOM-Datensatz ihrer Prothese im Oberkiefer zur Verfügung. Bei den Aktionen finden wir die neue Schaltfläche Rapid Pre-Planning, also Schnellplanung, welche, wie der Name schon sagt, eine schnelle Vorplanung ermöglicht. Ziel der Schnellplanung ist es, die Röntgendaten des Patienten zu analysieren und eine erste Positionierung der Implantate vorzunehmen. Aufgrund der Schnelligkeit ist es so besonders geeignet, bei der Kommunikation mit dem Patienten verwendet zu werden, um so zu zeigen, wie eine zukünftige Behandlung aussehen könnte. Zunächst wollen wir die DICOM-Daten der Patientin importieren. In dieser Version haben wir einen Inkognito-Modus hinzugefügt. Ist dieser Modus aktiviert, werden Patientendaten sofort unkenntlich gemacht. Die Inkognito-Schaltfläche unten rechts kann unter Einstellungen aktiviert werden. Da wir für diesen Fall sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer Implantate festgelegt haben, möchte die Software nun wissen, an welchem Kiefer wir arbeiten wollen. Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist es jetzt möglich, in beiden Kiefern gleichzeitig zu planen. Daher wähle ich natürlich diese Option aus. Dies ist die voreingestellte Anordnung der Ansichten für die Schnellplanung. In der axialen Ansicht wird die Panoramakurve automatisch erkannt. Natürlich kann sie auch jederzeit manuell festgelegt werden. Auch kann die automatische Kurvenerkennung in diesem Menü reaktiviert werden. Die Schnittpunktmarkierungen ermöglichen es, sich übersichtlich in den Daten zu orientieren, um so genau den Bereich zu finden, der uns interessiert. Auch ist es nun möglich, die Tiefe der Panoramaebene durch das Vergrößern der Abstände zwischen den gelben Linien festzulegen, wie es hier zu sehen ist. Eine weitere Verbesserung in dieser Version ist die Möglichkeit, eigene bevorzugte Anordnung der Ansichten als Standard für jeden Arbeitsschritt zu speichern. Dazu öffnest du einfach das Werkzeug Implant Control, wählst aus, welche Ansichten du bevorzugst und in welcher Anordnung du sie haben möchtest. Klicke dann auf die Schaltfläche Aktuelle Ansichtsanordnung speichern. Wenn du diesen Schritt das nächste Mal öffnest, wird er mit der von dir bevorzugten Ansichtsanordnung geöffnet. Um deine gespeicherten Anordnungen zu löschen, klicke auf die Schaltfläche daneben. Wenn du den schnellen Vorplanungsmodus verwendest, kannst du den Schritt Implantate platzieren mit dieser Taste öffnen, ohne dass du alle anderen Schritte, welche für eine vollständige Planung notwendig sind, durchlaufen musst. Etwas später in diesem Video werde ich auf diesen Schritt genauer eingehen. Für den Moment wählen wir lediglich ein Implantat aus und platzieren es vorplant mit wenigen Klicks. Auch müssen nicht alle Implantate platziert werden und der Schritt kann anschließend einfach geschlossen werden. Ein Klick mit der rechten Maustaste zeigt im Kontextmenü einige zusätzliche Schritte an, welche im schnellen Vorplanungsmodus verfügbar sind. Ist die Vorplanung nun abgeschlossen, kannst du den Wizard starten und die nächsten Schritte auswählen. Entscheidest du dich, eine Szene zu speichern, kannst du sie im normalen Planungsmodus jederzeit erneut öffnen, um die Implantatplanung abzuschließen. Da wir in diesem Video die Planung direkt abschließen möchten, öffnet sich der Wizard im nächsten Workflow-Schritt, der für die Fertigung auch benötigt wird. Da wir sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer planen, legen wir jeweils fest, welchen Ausrichtungsworkflow wir für welchen der beiden Kiefer verwenden möchten. Das Ausrichten der CT-Daten ist notwendig, wenn später auch eine Bohrschablone entworfen werden soll. Wird keine Bohrschablone für den aktuellen Fall benötigt, kann die Ausrichtung der DICOM-Daten auch ausgelassen werden. Da ich für diesen Fall Bohrschablonen erstellen möchte, wähle ich den entsprechenden Ausrichtungsworkflow auch aus. Im Unterkiefer liegt ein intraoraler Scan vor, daher wählen wir die CT auf Mesh-Ausrichtung für den Unterkiefer aus.
Im Oberkiefer wiederum entscheiden wir uns für die CT auf CT-Ausrichtung, da uns ja ein DICOM-Datensatz der Prothese vorliegt. In dieser Version können gleich mehrere Punkte zuerst in der einen und anschließend der anderen Ansicht platziert werden. Anschließend startet die Best-Fit-Ausrichtung mit einem Klick auf Weiter. Nachdem ich die Ausrichtung überprüft habe, fahre ich fort, indem ich die Ausrichtung als akzeptabel bestätige. Um im nächsten Schritt unsere DICOM-Datensätze des Oberkiefers zusammenzuführen, importieren wir den Datensatz der Prothese und führen die CT zu CT-Ausrichtung durch. Wir wählen einen Schwellenwert für die Prothesenvisualisierung, was die Oberfläche des anschließend generierten Meshs optimiert, welches für das Design der Bohrschablone auch verwendet werden wird. Wir haben das Aussehen der Mesh-Bearbeitung überarbeitet. Nun ist es deutlich einfacher, zwischen dem Freiform und dem Zuschneiden zu wechseln. Der 3D-Oberflächeneditor ist nun jederzeit im Expertenmodus verfügbar. Ein Klick auf Weiter führt den automatischen Abgleich der radioopaken Marker in den beiden DICOM-Datensätzen durch. Die Ausrichtung sieht perfekt aus und wir fahren direkt mit einer akzeptablen Ausrichtung fort. Der nächste Schritt legt den Mandibularkanal fest. Zwei neue Schaltflächen, anterior und posterior bewegen, wurden hinzugefügt, um es so einfacher zu machen, sich durch die Kurvenschnittansichten zu bewegen. Mit dem unteren Schieberegler kann dafür schrittweise der Abstand für diese Tasten eingestellt werden. Neu in diesem Schritt ist auch, dass die Markierung komplett übersprungen werden kann. Klicke dazu einfach auf Weiter und wähle aus, dass du ohne Markierung des Kanals fortfahren möchtest, was dann im Bericht erwähnt werden wird. Weiter geht's mit dem nächsten Schritt, der Sinussegmentierung. Wir platzieren den Startpunkt, prüfen den Schwellenwert und passen ihn an. Dann startet die Segmentierung und ein Kollisionsobjekt wird erstellt. Wie wir nun sehen können, wurde eine Kollision des Mesh-Objektes mit dem Implantat festgestellt, welches wir im Vorplanungsmodus gesetzt hatten. In Exoplan 3.1 Rijeka kannst du dennoch weiterarbeiten, auch wenn eine Kollision mit dem Sinusobjekt vorliegt. Dem Bericht wird dann eine Notiz hinzugefügt, ein guter Moment also, ein Bildschirmfoto von dem Gebiet hinzuzufügen, mit unserem neuen Screenshot- und Bildeditor. Du kannst entweder die Screenshot-Schaltfläche in jener Ansicht verwenden, welche du aufnehmen möchtest, oder aber über das Menü Werkzeuge den neuen Editor öffnen. Alle geöffneten Ansichten haben hier eine korrespondierende Schaltfläche, um so einen Screenshot der jeweiligen Ansicht zu erstellen. Du kannst den Bereich für den Screenshot aber auch manuell auswählen. Oder die Bearbeitungsfunktion nutzen, um so Bereiche von besonderem Interesse zu markieren. Sollten die Screenshots in einer der Berichte aufgenommen werden, aktivieren wir einfach das entsprechende Kontrollkästchen. Fotos, welche bereits gespeichert wurden, können importiert und ebenso in die Berichte aufgenommen werden. In den nächsten Schritten werden wir die Modellzähne platzieren. Natürlich kann auch dieser Schritt übersprungen werden. Im Schritt der Zahnplatzierung gibt es eine neue Registrierkarte, erweitert, mit weiteren Möglichkeiten zum Platzieren und Individualisieren der Zähne. Im Schritt der Implantatplatzierung angekommen, wartet eine der wichtigsten Neuerungen auf uns. Hier ist es nun möglich, Implantate, chirurgische sowie prothetische Komponenten als auch Verankerungsstifte im selben Schritt zu platzieren. Es spielt dabei keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Komponenten ausgewählt werden. Sobald ein Teil ausgewählt wurde und zu einem anderen Typ gewechselt wird, werden ausschließlich kompatible Optionen aus den installierten Bibliotheken angezeigt. Das vorgeplante Implantat ist bereits zu sehen und wenn wir die chirurgischen Komponenten auswählen wollen, werden nur Hülsen und Kits angezeigt, welche auch mit dem Implantat kompatibel sind. Auch kann nach verschiedenen Bibliothekstypen gefiltert werden. Hier wähle ich beispielsweise aus, dass ich nur passende Hülsen oder nur Kit-Bibliotheken sehen möchte. Ebenso können wir nach eigenen Favoriten filtern. Wir setzen die vollständig geführte Exocad Demo-Hülse und das Exocad Demo Abutment. Mit dieser Version änderst du Implantatgröße oder Durchmesser ganz einfach, indem du den Pfeil bewegst.
Weiter geht's mit der Implantatposition auf 1, 2. Die Software schlägt automatisch das gleiche Implantat vor, welches wir bereits für 1.5 ausgewählt haben. Löschen wir diese Auswahl noch einmal, nachdem alle Komponenten für 1.5 ausgewählt wurden, und klicken erneut auf Implantatposition 1, 2, werden noch einmal dieselben Komponenten wie für 1.5 ausgewählt. Ich werde die Auswahl für 1, 2 nun wieder aufheben, um zu zeigen, wie der Auswahldialog aussehen würde, wenn nichts ausgewählt wurde. Im Dialog der Implantatauswahl können wir ebenso Filter setzen, um nur geführte Implantate anzuzeigen. Aktivieren wir auch den Favoritenfilter, werden lediglich geführte Implantate angezeigt. Das 8 mm lange Exocad Demo-Implantat wurde hier ausgegraut, da wir ja nach geführten Implantaten gefiltert hatten. Wählen wir nun die Hülse sowie den Aufbau aus und platzieren sie. Um einen Verankerungsstift zu setzen, klicken wir auf die Schaltfläche Verankerungsstift für genau den Kiefer, in dem der Verankerungsstift auch platziert werden soll. Sogleich öffnet sich ein Auswahldialog. Die Wahl des Verankerungsstiftes hängt nicht davon ab, welches Implantat bereits gesetzt wurde. Hier können wir aus allen installierten Verankerungsstiften wählen. Auf der rechten Seite finden wir eine Schaltfläche, um die umfangreiche Liste zu filtern, ob nur der Oberkiefer, nur der Unterkiefer oder aber beide Kiefer angezeigt werden sollen. Ebenso, ob nur Implantate, nur Verankerungsstifte oder beides angezeigt werden soll. Oben links finden wir die Schaltfläche Implantate hinzufügen, entfernen. Hier kannst du dein Implantat-Setup ändern. So können wir beispielsweise einige Implantate entfernen, um unsere Demonstration zu beschleunigen. Eine weitere Neuerung in dieser Version ist die Integration des Bibliotheksmanagers. Sollte eine oder mehrere Bibliotheken fehlen, können diese sicher und komfortabel direkt in Exoplan heruntergeladen und installiert werden. Nach einem Neustart stehen sie sogleich zur Verfügung. Werfen wir noch einmal einen Blick in die Implantatsteuerung. Hier sind 2 neue 2D-Ansichten verfügbar. Eine benutzerdefinierte 2D-Ansicht, welche sich an jeder beliebigen Stelle platzieren lässt, sowie zur Ergänzung der ersten auch eine zweite Implantatschnittansicht. Für alle, die es bevorzugen, nur mit 2D-Ansichten zu arbeiten, ist die 3D-Ansicht nun optional und kann ausgeblendet werden. Wie bereits erwähnt, kann jetzt in allen Schritten eine bevorzugte Ansichtsanordnung gespeichert werden. Im Schritt der Implantatpositionierung können sogar 2 Ansichten gespeichert werden. Eine vor dem Einsetzen des Implantats und eine weitere, nachdem die Platzierung angepasst wurde. Nun setzen wir die Implantate im Unterkiefer im Zeitraffer, um Zeit zu sparen, und fahren fort. Wie bereits erwähnt, kann auch dann weitergearbeitet werden, wenn eine Kollision mit dem Sinusobjekt stattgefunden hat. Bevor wir die erstellte Planung nun genehmigen, haben wir noch die Möglichkeit zu überprüfen, ob die ausgewählten Screenshots auch auf dem neuesten Stand sind. Da wir die Position des Implantates ja zwischenzeitlich geändert haben, werden wir sie nun aus dem Bericht entfernen und einen neuen Screenshot der aktuellen Situation hinzufügen. Jetzt ist es an der Zeit, die Planung zu genehmigen und die Planungsergebnisdaten für die Implantate sowie den Implantat-Planungsreport zu erstellen, dessen Layout überarbeitet wurde. Die ausgewählten Bildschirmfotos wurden, wie wir hier sehen können, dem Bericht angehängt. Der erste Schritt bei der Gestaltung von Bohrschablonen ist neu. Nun kann ein beliebiger Scan importiert und für das Design der Bohrschablone verwendet werden. Mithilfe des Ausrichtungswerkzeugs, welches wir bereits aus DentalCAD kennen, kann der Scan korrekt ausgerichtet werden. Im Modus Manuell kann der Scan gedreht und verschoben werden, um ihn so in eine geeignete Position für die Zuordnung zu bringen. Dazu halten wir die Steuerungstaste gedrückt und ziehen am geladenen Scan, um diesen zu drehen. Anschließend verschieben wir ihn mit der gedrückten linken Maustaste. Ist der Scan gut platziert,
wählen wir die Registrierkarte automatisch an. Nach dem Setzen der Ausrichtungspunkte klicken wir auf Ausrichtung durchführen und überprüfen die Ausrichtung in den sekundären Ansichten. Abschließend führen wir das Best Fit Matching durch. Wenn es sich bei dem geladenen Scan um eine Prothese handelt, sollte das entsprechende Kästchen auch angeklickt werden, um den richtigen Design-Workflow zu erhalten. Da wir unser Design auf den Originalscans durchführen wollen, werde ich das soeben geladene und gematchte Objekt nun wieder löschen. Der nächste Schritt ist Kontaktfläche zur Gingiva festlegen. Erneut fällt die überarbeitete Oberfläche der Mesh-Bearbeitung auf, die uns das Freiformen und Zuschneiden deutlich vereinfacht. Hier kann die Mesh-Bearbeitung genutzt werden, um das erzeugte Prothesenmesh ein wenig zu optimieren, was umso wichtiger ist, da wie bereits gesagt, die Form der Prothese auch die Grundlage für das Design der Bohrschablone im Oberkiefer liefern wird. Im nächsten Schritt können in den entsprechenden Registrierkarten die Parameter für den Halt der Hülse und der Ankerpins festgelegt sowie die Voreinstellung für den 3D-Druck ausgewählt werden. Anschließend wird zuerst die Unterseite der Bohrschablone und anschließend die Oberseite der Bohrschablone designt. Im Schritt Attachments haben wir Schaltflächen für Ober- und Unterkiefer hinzugefügt, um so das Umschalten zu vereinfachen. Fügen wir nun ein paar Attachments hinzu und fahren mit dem Schritt Zusammenführen fort. Ist die Zusammenführung abgeschlossen, können die Bohrschablonen freigeformt werden. Für den zahnlosen Oberkiefer wählen wir aus, eine Fixierungsschablone erstellen zu wollen. Auch hier können Attachments angebracht und die Fixierungsschablone anschließend freigeformt werden. Bevor die Schablonen nun erstellt werden, bekommen wir noch einmal die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Screenshots, welche wir für den Bericht markiert haben, noch immer aktuell sind. Oder aber bestätigen die getätigte Auswahl und lassen uns direkt den Implantatplanungsreport anzeigen. Neu ist, dass die komplette Bohrsequenz angezeigt wird. Diese Funktion steht ab sofort für alle Implantate und chirurgische Kits zur Verfügung, für welche der Hersteller eine vollständige Bohrsequenz bereitgestellt hat. Sollten wir uns für ein vollständig geführtes System entschieden haben, wird ein jeder Schritt des Eingriffs hier detailliert aufgeführt. Am Ende des Berichts können wir die Bildschirmfotos sehen, welche wir zuvor im Screenshot- und Bildeditor ausgewählt haben. Damit ist die Implantatplanung sowie das Design der Bohrschablonen auch schon abgeschlossen. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen und dass ihr es kaum erwarten könnt, die neuen Funktionen in Exoplan 3.1 Rijeka selbst auszuprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.